Moin und Namaste. Ich bin Kerstin von Watten Yoga. Schön, dass du wieder bei mir auf der Matte gelandet bist. Ich habe heute eine kleine Einheit für dich, wenn du gerade erkältet bist, unter einem Infekt leidest und es dir überhaupt nicht so gut geht. Wir werden hier ganz sanft und langsam, ganz achtsam unsere Lymphknoten massieren. Wenn es dir vielleicht nicht ganz so schlecht geht oder schon wieder du auf dem Weg der Besserung bist und dich ein bisschen mehr bewegen möchtest, habe ich hier oben noch eine Einheit verlinkt, die ein kleines bisschen aktiver ist und auch deine Lymphknoten massiert und dich auf deinem Genesungsweg unterstützt. Gerade wenn wir krank sind, wollen wir uns ein bisschen mehr unterstützen. Und bevor wir loslegen, du siehst schon, ich bin hier richtig bewaffnet. Ich habe eine Decke, damit wir es uns schön gemütlich machen können. Ich habe ein Kissen, gerade wenn du unter Hustenreiz leidest, kann das gut sein, wenn du deinen Kopf ein bisschen höher lagerst. Ich habe mir ein Kirschkernkissen mit auf die Matte genommen, kann natürlich auch eine Wärmflasche oder ähnliches sein. Ich habe was zu trinken, auch gegen den Hustenreiz. Und ich habe hier noch ein Taschentuch und japanisches Heilöl, also Pfefferminzöl. Wenn die Nase dicht ist und vielleicht du auch den Schleim von deinen Bronchien ein bisschen lösen möchtest, kann das sehr nützlich sein. Du kannst dir aber auch jedes andere Öl, ätherische Öl mit auf die Matte bringen, dass du einfach gut riechen magst, einfach, dass du dich noch ein bisschen wohler fühlst. Und dann zieh dir heute was ganz Bequemes an. Ich habe auch die Wollsocken wieder ausgegraben und dann können wir uns gleich auf der Matte treffen. Wenn du soweit bist, alles für deine Einheit heute auf der Matte hast, dann lass uns erstmal in Rückenlage gehen und lass es uns gleich richtig bequem machen. Ich nehme mein Kissen mit, meine Decke und mein Kirschkernkissen. Und dann leg dich einmal auf dem Rücken ab, mach es dir bequem, deck dich zu. Und wenn du magst, kannst du das Kirschkernkissen auf deinen Brustbereich bringen, auf die Lunge und dich gemütlich zudecken. Die Arme mit den Handflächen nach oben, einmal zur Seite ablegen und die Augen schließen. Mach es dir bequem, richte dich ein. Und dann lass uns hier erstmal die Wärme spüren, die gerade in unserem Brustkorb ankommt. Versuche, soweit es dir möglich ist, ganz ruhig, gleichmäßig und so lang wie möglich ein- und auszuatmen. Spüre, wie die Wärme immer tiefer in deinen Brustbereich hineintaucht. Spüre, wie sich dein Brustkorb nach und nach entspannt und sich ein bisschen weitet.
Genieße ein bisschen Entspannung hier. Und dann beginnen wir jetzt ganz langsam mit unseren Lymphknoten zu arbeiten. Du atmest hier in der Mitte nochmal ein und beim Ausatmen drehst du deinen Kopf ganz langsam und achtsam nach links. Zum Einatmen wieder in die Mitte zurück und zum Ausatmen nach rechts. Einatmen, komm zur Mitte. Ausatmen nach links. Einatmen zur Mitte und ausatmen nach rechts. Wiederhole noch 3-mal in diesem Rhythmus. Passe deine Bewegung, deinen Atem an. Ein letztes Mal zur linken Seite. Und noch einmal zur rechten Seite. Einatmen wieder zur Mitte zurück. Ausatmen, zieh das Kinn ganz sanft zur Brust. Einatmen zur Mitte. Ausatmen, schieb deine Nase ein kleines Stück nach hinten. Einatmen zur Mitte. Ausatmen, Kinn Richtung Brust. Das sind nur kleine Bewegungen hier. Einatmen zur Mitte. Ausatmen. Schieb die Nase ein Stück nach hinten. Einatmen zur Mitte. Ausatmen, Kinn zur Brust. Einatmen zur Mitte. Ausatmen nach hinten. Noch 2-mal so in deinem Rhythmus. Ein letztes Mal. Kinn zur Brust. Und ein letztes Mal die Nase nach oben. Und einatmen zur Mitte. Jetzt dreh deine rechte Hand mit der Handfläche zum Boden und leg deinen Arm wieder ab. Deine linke Hand kommt angewinkelt neben deinen Körper. Du atmest hier ein und beim Ausatmen bringst du deine linke Hand Richtung rechter Schulter. Einatmen, wieder öffnen. Ausatmen, führe deine Hand zur Schulter. Einatmen, öffnen. Ausatmen, Schulter. Noch 2-mal so. Du spürst wahrscheinlich schon, für welche Lymphknoten das gedacht ist. Für die Lymphknoten im Achselbereich. Und da die immer ein bisschen anschwellen, wenn wir krank sind, wirst du sie wahrscheinlich jetzt spüren. Einatmen, Arm nochmal zur Seite. Und dann beide Arme strecken und Hände zum Boden. Wir wechseln einmal. Winkel deinen rechten Arm an, mit der Handfläche nach oben neben dir ablegen. Unterarm ist auf Schulterhöhe. Atme hier ein und beim Ausatmen linke Hand
Entschuldigung, rechte Hand, linke Schulter. Einatmen, öffnen. Ausatmen, schließen. Einatmen, öffnen. Ausatmen, schließen. Einatmen, öffnen. Ausatmen, schließen. Ein letztes Mal. Einatmen, öffnen. Und ausatmen, schließen. Nimm dein Kirschkernkissen zur Seite. Beide Hände wieder zum Boden und spür einmal kurz nach. Und wenn du die Augen geschlossen hast, öffne sie langsam. Dreh dich einmal auf eine Seite deiner Wahl. Und wenn du soweit bist, komm ganz langsam und achtsam in eine sitzende Position. Leg die Decke einmal zur Seite. Wenn du möchtest, nimm gern einen Schluck Tee oder Wasser. Die Schleimhäute trocknen doch sehr aus. Und dann geht es weiter. Das Kissen kann auch erstmal zur Seite. Und wir bringen jetzt unseren rechten Unterschenkel vor euch auf die Matte gelegt und das linke Knie berührt die rechte Ferse oder zieht Richtung Ferse. Euer Oberkörper ist so aufgerichtet wie möglich. Schafft ein bisschen Platz auf eurer Matte und dann legt eure rechte Hand neben euch auf den Boden. Die linke Hand streckt nach links aus, diagonal nach oben. Wir atmen hier ein, indem wir ein kleines bisschen in eine Drehung kommen nach links. Und ausatmen bringst du deine linke Hand parallel zu deiner rechten aufgesetzt. Einatmen, wieder öffnen. Ausatmen, beide Hände wieder parallel. Noch 3 Wiederholungen. Wir massieren hier unseren Bauchbereich. Wollen, dass sich unser Darm wohlfühlt und wollen ihn dazu anregen, unser Immunsystem mit all seinen guten Bakterien zu unterstützen. Wunderbar. Noch einmal einatmen und dann senke deine Hand wieder ab. Wir wechseln einmal die Beine. Jetzt kommt das linke Bein quer vor unseren Körper, rechtes Bein gebeugt. Linke Hand zur Matte. Rechte Hand diagonal nach oben. Atme ein, komm in eine kleine Drehung und ausatmen, dreh dich zur linken Seite. Einatmen, öffnen. Ausatmen, schließen. Einatmen, wieder öffnen. Versuche deinen Atem und deine Bewegung in einen Fluss zu bringen. Noch 2-mal so. Wunderbar. Richte dich langsam wieder auf. Streck beide Beine mattenbreit aus. Ganz bequem. Sitze aufrecht und dann kommen deine Hände vor
deinen Körper zwischen deinen Beinen aufgestellt. Du atmest hier ein und dann komm in kleinen Schritten in eine kleine Vorbeuge. Zieh dein Kinn ein bisschen zur Brust, so wie es angenehm ist für euch. Es muss keine tiefe Vorbeuge sein. Schließ gern wieder die Augen und auch hier massieren wir unseren unteren Bauch und dehnen auch ein bisschen unseren Rücken auf, denn auch Gliederschmerzen, vor allen Dingen gern Verspannungen im Rückenbereich, sind eine Begleiterscheinung von Infektionen. Beim nächsten Einatmen kommen deine Hände langsam wieder zurück und du umrahmst einmal mit deinen Händen dein rechtes Bein und kommst auch hier wieder in eine kleine Vorbeuge. Du spürst, dass jetzt die Muskulatur auf deiner linken Rückenhälfte ein bisschen mehr gedehnt wird. Beim Einatmen komm langsam wieder zurück und wir wechseln einmal auf die linke Seite. Umrahme hier dein Bein und dann krabbeln deine Hände langsam nach vorn. Kinn zieht wieder sanft zur Brust. Schließ deine Augen. Beim nächsten Einatmen komm langsam wieder nach oben. Komm von hier aus nochmal in die Pose des Kindes. Langsame, achtsame Bewegungen. Bring die Zehenspitzen zusammen, die Knie weit. Und jetzt kannst du, wenn du möchtest, dieses japanische Heilöl, Pfefferminzöl oder ein anderes ätherisches Öl deiner Wahl nehmen und ein bisschen auf dein Taschentuch bringen. Und dann kommen wir gleich in die Pose des Kindes. Ich nehme hier jetzt auch mein Kissen mit, einfach, dass mein Kopf ein bisschen weich liegt und weil man auch nicht ganz so beweglich ist, wenn es einen kalt erwischt hat sozusagen. Deine Hände krabbeln langsam nach vorn. Und dann finde deine Position, liegt die Stirn entweder auf dem Boden oder auf dem Kissen ab. Und platziere dein Taschentuch unter deiner Nase und du spürst schon, wie die ätherischen Öle ihre Arbeit verrichten. Schließ die Augen. Atme ruhig und gleichmäßig. Der leichte Druck auf deine Stirn hilft hier ein bisschen auch zur Unterstützung bei Kopfschmerzen. Wenn du magst, kannst du auch deinen Kopf ganz sanft von links nach rechts bewegen. Wichtig ist, dass du nicht zu viel Druck ausübst und deiner Stirn, deinem Kopf nur noch eine kleine Massage gibst. Oder
du bist hier in Ruhe und atmest ganz ruhig ein und aus. Wenn sich das alles hier wunderbar für dich anfühlt, dann bleib gerne in dieser Position und atme hier gerne noch weiter dein ätherisches Öl ein. Oder komm langsam aus dieser Position heraus und lass uns noch einmal in Rückenlage kommen. Mach es dir wieder bequem, nimm dein Kissen wieder mit. Deck dich gern noch einmal zu. Wenn dein Kirschkernkissen oder deine Wärmflasche noch ein bisschen Restwärme hat, bring es gern wieder auf deinen Brustbereich und mach es dir noch einmal bequem. Öffne deine Beine jetzt breit. Lass die Füße ganz entspannt nach außen fallen. Die Arme neben deinem Körper, Handflächen nach oben, schenk deinen Achseln ein kleines bisschen Raum. Und schließ nochmal die Augen hier. Lass deinen Atem nochmal fließen. Sollte dich Hustenreiz plagen, nimm gern zwischendurch einen Schluck zu trinken. Befeuchte deine Schleimhäute. Noch 5 tiefe Atemzüge hier. Und mit tief meine ich wirklich so, wie es gerade zu deinem Zustand passt. Meistens ist man ja immer ein bisschen kurzatmiger, wenn man krank ist. Und wenn du soweit bist, stell einmal die Füße auf, Kirschkernkissen gern zur Seite und roll dich nochmal für einen Moment auf eine Seite deiner Wahl. Bedank dich nochmal bei dir selbst, dass du trotzdem, dass du dich nicht so gut fühlst heute, deinen Weg auf die Matte gefunden hast. Vielleicht hast du Kraft für ein kleines Lächeln für dich selbst. Alles wird gut. Und wenn du soweit bist, dann setz dich nochmal in eine bequeme Position auf. In den Schneidersitz, Fersensitz oder einen anderen Sitz deiner Wahl. Richte dich hier nochmal ein. Bleib gern zugedeckt. Leg deine Hände nochmal entspannt auf deinen Beinen ab. Schließ nochmal die Augen.
Versuche aufrecht zu sitzen. Und spür nochmal in dich rein, wie es dir geht. Vielleicht fühlt sich deine Brust ein ganz kleines bisschen befreiter an jetzt. Vielleicht spürst du so ein bisschen Arbeit, dass deine Lymphknoten arbeiten durch diese Bewegung. Denn im Gegensatz zu unserem Herz-Kreislauf-System haben die Lymphknoten und das Lymphsystem keine eigene Pumpe. Das Herz-Kreislauf-System hat ja das Herz, aber Lymphknoten können nur durch Bewegungen angeregt werden. Und genau das haben wir jetzt auf eine ganz sanfte Art und Weise getan. Bring deine Hände zusammen vors Herz und lass uns voneinander verabschieden. Ich wünsche dir eine schnelle Genesung und hoffe, die Einheit konnte dich ein bisschen unterstützen dabei. Denk immer daran, das Licht in mir sieht das Licht in dir. Namaste.